Herzlich willkommen zu einem neuen Video von 55 Parts. Ich hatte es ja schon angekündigt, dass wir für das Thema Workline-Achsen nochmal ein extra Video machen, weil die Bauteile haben es auf jeden Fall verdient, dass sie gesondert gezeigt werden. Vielen Dank auch nochmal da an die Firma Workline, die uns da unterstützt bei dem Jahresprojekt. Ich denke, das Auto kann sich am Ende wirklich sehen lassen und wird ein wildes Teil. Ich bin mal gespannt, was wir so an Rundenzeiten mit dem Auto hinbekommen. Ja, und heute ist quasi der Tag, wo wir die Workline-Achsteile einbauen. Die Jungs haben schon sehr vorgearbeitet. Wir haben schon alle Achsen an dem Auto raus, das zeigen wir euch gleich mal. Haben schon die Workline-Achsen tatsächlich fertig vormontiert, um sie ins Auto jetzt reinheben zu können. Und das wollten wir euch jetzt einfach mal zeigen und vielleicht noch mal ein paar Dinge sagen. Gehen wir mal hier lang. Ist übrigens ganz witzig, nur um mal so ein bisschen den Umfang zu sehen. Das hier sind die ganzen Anleitungen für das Workline-Kit. Damit ihr mal seht, also sag mal, wenn man sich so die Anleitungen anguckt, dann kriegt man im ersten Moment erstmal ein bisschen Angst, weil man sagt, boah, also was da alles an Einstellmöglichkeiten besteht. Ich meine, wir kennen uns ja mit Achsgeometrien auch ganz gut aus, aber das ist nochmal ein ganz anderes Level. Deswegen werden wir uns für die Einstellung sehr wahrscheinlich auch mit einem Partner zusammentun, der das Auto dann entsprechend vermisst, weil hier eben so viel eingestellt werden kann, dass wir da einfach zu viel Sorge haben, dass was passiert oder was nicht so eingestellt ist, wie es eingestellt werden sollte. So, fangen wir mal an. Hier haben wir die Vorderachse. Wir hatten es in dem Teilevideo, ja, jetzt habe ich mich schön dreckig gemacht, egal. Wir hatten es in dem Teilevideo schon mal angesprochen. Was wir bei den Workline-Teilen hier haben, ist, wir haben den kompletten Achsträger, der ersetzt wird gegen einen, ich nenne es mal, Gitterrohrrahmen. Es gibt ja teilweise auch Autos, die voll aus dem Gitterrohrrahmen gebaut werden. Hat halt einfach den Vorteil, dass wir zum einen je nach Aufbau der Achse ein bisschen mehr Stabilität drin haben. Der größte Vorteil ist aber eigentlich der, dass wir leichter werden. Wir können die Gewichtsersparnisse von den Achsträgern mal einblenden, die habe ich gerade nicht im Kopf. Aber nur die Achsträger bringen, glaube ich, schon irgendwie so 3 Kilo oder so. Also das heißt, wechselt ihr nur die Achsträger, habt ihr zum einen einen stabileren Achsträger im Auto, mehr Verstellmöglichkeiten, das zeige ich euch gleich nochmal konkret, und spart eben Gewicht. Hier könnt ihr übrigens die originalen Achsen sehen, sieht ziemlich wild aus. Ja, eigentlich darf man es gar keinem erzählen. Wir hatten die DNA-Bauteile ja drin. Wir sind da mit einem Trackday gefahren und bauen jetzt schon wieder auf die nächsten Upgrades um. Bisschen verrückt, aber gut. Ja, gehen wir mal hier drauf ein. Wir behalten den H&R-Stabi. Den hatten wir schon drin, der bleibt drin auf beiden Achsen. Wie gesagt, der Achsträger ist neu. Was neu ist, was ihr auch bei uns kaufen könnt für die originale Achse, ist eine Drehmomentstütze verstärkt. Das heißt, hier haben wir ein PU-Lager statt einem Gummilager. Die verhindert oder minimiert die Kippbewegung des Motors. Das ist so ein Thema, wenn ihr auf der Rennstrecke Probleme habt, die Gänge einzulegen. Dann kann es durch so ein Bauteil verbessert werden, weil das oftmals was mit der Kippbewegung zu tun hat. Ihr seid jetzt in der Volllast, der Motor kippt, ihr wollt den Gang einlegen und trefft dann quasi die Gasse des Ganges nicht richtig. Und da hilft halt hier so eine Drehmomentstütze, die verstärkt ist und damit die Kippbewegung des Motors minimiert. So, dann haben wir hier den komplett neuen Dreieckslenker, nenne ich ihn mal. Den hatten wir ja schon als Upgrade verbaut von DNA. Hier ist jetzt nochmal einiges hinzugekommen, was Einstellbarkeit angeht. Wir können zum einen hier über Shims das Rollzentrum korrigieren. Also das heißt, man kann das ganz schön zeigen. Was ja passiert, wenn wir fahren, ist, dass das Auto so quasi einfedert. Und Rollzentrum bedeutet quasi, auf welcher Höhe die Achse sich sozusagen bewegt, ganz vereinfacht dargestellt. Also ihr könnt euch ja vorstellen, wenn wir jetzt hier dieses Uniball-Gelenk tiefer setzen, dann haben wir ja das Zentrum des Rollens damit nach unten versetzt.
Und dadurch, dass wir eben eine Tieferlegung fahren, verändern wir generell schon den Punkt, wo das Auto in der Rollbewegung sich bewegt. Und das können wir eben mit diesen Shims hier jetzt beeinflussen und korrigieren. Ja, dann haben wir hier alle möglichen Einstellungen, was Nachlauf angeht. Wir können einstellen den Sturz, wir können die Spur einstellen, wir können den sogenannten Ackermann-Winkel einstellen. Ich müsste jetzt tatsächlich nochmal in die Dokumentation gucken, was wir noch so alles einstellen können. Die Lenkintensivität, also das heißt, wie direkt er einlenkt, können wir über den Radträger verstellen. Das ist dann das schöne Bauteil, was eigentlich, finde ich, das geilste Bauteil an der ganzen Geschichte ist. Ja, also wie gesagt, wir zeigen euch das auch nochmal im Auto. Wenn der Radträger verbaut ist, wenn die Bremse verbaut ist und so weiter, dann sieht man das nochmal etwas besser, wo welches Bauteil sich jetzt befindet. Aber ich finde, das Ganze hier macht schon was her. Und wie gesagt, es wird lustig, das einzustellen. Glücklicherweise gibt Workline so eine Probeanleitung vor, wie was eingestellt werden soll. Verschiedene Settings. Aber nichtsdestotrotz wird das spannend. Ja, gehen wir mal weiter zu der Hinterachse. Das ist das schöne Teil. Auch hier haben wir dasselbe Prinzip. Also wir haben einen Gitterrohrrahmen, der auch wie an der Vorderachse leichter ist und steifer, weil er zum Teil mehr Verstrebungen hat. Was wir hier auch haben an der Hinterachse ist, wir haben das Differential aufgehangen an 2 Punkten. Ich glaube, original ist es nur an einem Punkt aufgehangen, ja. Und wir verändern die Aufhängung von einer Gummilagerung hin zu einer PU-Lagerung. Das heißt, wir haben insgesamt weniger auch da Bewegung im Differential, wie eben vorne die Drehmomentstütze beim Motor ist das dasselbe Prinzip. Und weniger Bewegung bedeutet im Umkehrschluss, ich verliere weniger von meiner Antriebskraft in der Bewegungskraft sozusagen. Und insgesamt macht es das Auto auch ruhiger, weil ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr auf der Rennstrecke seid und der Antriebsstrang sich noch bewegt, kann das natürlich auch sich übertragen auf das Fahrwerk und dadurch eventuell eine Unruhe ins Fahrzeug kommen, was wir eben durch die 2-Punkt-Lagerung des Diffs mit PU-Lagern optimieren. Dann auch hier, ihr habt das letztes Mal in dem Teilevideo schon gesehen, haben wir alle Lenker außer diesen Lenker neu. Alle Lenker sind verstellbar, alle Lenker haben Uniballgelenke. Sprich, hier haben wir Uniballgelenke, hier unten. Überall, also alle Lager haben kein Spiel mehr, haben keine Gummilager mehr. Was im Übrigen ganz interessant ist, hier kann man jetzt mal sehen, das hier ist der Temperatursensor von der Verteilereinheit und das ist der Sensor, der, wenn ihr auf der Rennstrecke fahrt und euer Diff ausfällt, quasi die erhöhte Temperatur meldet und dafür eben sorgt, dass das Steuergerät sagt, Achtung, Temperatur zu hoch, wir müssen den Allrad abschalten. Hier ist natürlich auch die Verstellung der Fahrmodi dran. Ja, ansonsten ist das Ganze serienmäßig von den Aufhängungspunkten. Was halt hier wieder geändert ist, ist, dass wir auch hier verschiedenste Verstellmöglichkeiten haben, die eben in der Serie so nicht vorhanden waren. Also sei es Spur, Sturz, etc. Ansonsten können wir euch nochmal den Radträger zeigen von der Hinterachse. Auch hier wieder dasselbe Prinzip, überall spielfreie Uniballlager. Wir haben hier an der, ich weiß gar nicht, wie man die genau nennt, Schubstrebe oder wie auch immer, auch hier wieder verschiedenste Settings, wo Workline auch vorgibt, wenn ihr das Auto für Rallye einsetzen wollt auf Schotter, dann solltet ihr so einstellen, wenn ihr das Auto für Straße nutzen wollt, dann so. Und ja, haben halt insgesamt einen aus dem vollen gefrästen Radträger, was ist halt schon eine ziemlich geile Sache, finde ich. Ansonsten würde ich sagen, ist das soweit erstmal die Erklärung zu dem Kit. Ich würde sagen, wir gehen noch mal ganz kurz ans Auto, gucken noch mal, wie das jetzt da aussieht. Das ist nämlich ganz witzig. Also wir zeigen euch jetzt noch mal das Auto, wie es jetzt auf der Bühne steht, weil es sieht ziemlich crazy aus. Weil es komplett zerrupft ist quasi. Jetzt haben wir nicht nur den Innenraum zerrupft, sondern auch noch alle Achsen. Es ist ganz witzig, weil wir mussten, wie ihr hier seht an unserer witzigen Konstruktion und wie ihr im Kofferraum seht, mussten wir die Hinterachse von dem Auto mit Ballast ausstatten oder mit Gewicht, damit eben das Auto nicht aufgrund des Motors, der ja vorne sitzt, von der Bühne fällt. Also da sieht man dann mal, wie leicht eigentlich so ein Auto ist, wenn da alles raus ist, gerade auf der Hinterachse. Ich bin auch mal gespannt, was wir so für eine Gewichtsverteilung am Ende auf der Radlastwaage haben werden. Ja, ansonsten haben wir jetzt gerade noch, oder werden jetzt gleich noch ein bisschen
Hohlraumkonservierung auf einige Stellen sprühen, damit uns das Auto natürlich nicht wegrostet, weil wir haben durch den Käfig-Einschweißen natürlich einige Schweißnähte am Unterboden, auch durch das Einschweißen der Gurtösen im Innenraum. Und um da halt safe zu sein, werden wir jetzt, weil wir gut drankommen, alles mal ein bisschen konservieren. Ja, sonst seht ihr halt, dass momentan alles raus ist. Hinterachse ist raus. Die kommt dann jetzt wieder rein, die neue Abgasanlage. Hier sieht man schön die Kardanwelle. Ist gar nicht so klein. Also ich würde denken, die BMW-Modelle haben schon eine größere, aber gar nicht so viel größer. Also es geht. Ja, und der Motor, der hängt momentan auf den Motorlagern und nicht mehr auf der Achse. Hier kann man das auch ganz schön zeigen. Das hier ist quasi diese Nickbewegung, von der ich eben gesprochen habe, die Drehmomentstütze, die hier angeschraubt wird, eben verhindert. Und wenn die halt weich ist, dann bewegt sich der Motor extrem stark in der Beschleunigung und das kann halt dafür sorgen, dass ihr Probleme habt, den Gang einzulegen. So, was wir jetzt hier noch sehen, ist unsere Adapterplatte für unseren Ölkühler. Den hattet ihr ja schon am Fahrzeug vorne gesehen. Hier kann man das ganz schön zeigen. Hier haben wir den Ölfilter und das ist einfach eine Platte, die dazwischen gesetzt wird, die es eben ermöglicht, mit Dash 10 einen Ölkühler einzubinden. Das heißt, das Öl, was eben durch den Ölfilter zirkuliert, zirkuliert eben auch durch die Adapterplatte durch unseren Ölkühler, der an der vorderen Stoßstange sitzt. Ja, den Ölkühler, den mussten wir nochmal umsetzen, oder wir haben ihn nochmal umgesetzt, da werden wir sicherlich auch nochmal Tests machen. Unser Halter, hat sich jetzt herausgestellt, ist universal. Ihr könnt den Ölkühler in 3 Positionen verbauen mit unserem Halter, den wir konstruiert haben. Eine Position ist quasi hier vorne in der Öffnung der, ich nenne es mal Niere in BMW-Fachjargon. Da ist natürlich so ein bisschen der Nachteil, das müssen wir beobachten, dass wir jetzt mit dem Ölkühler unseren Wasserkühler abdecken. Das wollten wir eigentlich nicht, aber das Ding ist, wenn wir den Kühler so montieren, wie wir es euch im ersten Video gezeigt haben, also hier vor dem Pralldämpfer, dann verdeckt eigentlich die Stoßstange den kompletten Ölkühler. Da ist halt die Frage, wie viel er dann bringt, wenn er hinter der Stoßstange versteckt wird. Wir werden mal gucken, dass wir das testen. Wir haben ja über das CAN-Check-Display dann auch die Möglichkeit, die Öltemperatur auszulesen. Wir hatten ja tatsächlich ohne Ölkühler bisher keine Probleme, dass irgendwas in den Notlauf ging. Von daher wird es mit dem Ölkühler nur besser werden. Das müssen wir uns dann nochmal überlegen, ob wir jetzt erstmal so starten, ob wir weiter unten starten. Das gucken wir uns an. Ja, ansonsten sind wir gerade noch dran, das Thema hier zu verbessern. Da will ich heute noch nicht zu viel verraten. Und dann neigt sich langsam, aber sicher dem ersten Start entgegen. Oder es kommt bald zum ersten Start. Ich bin gespannt. Ist für uns ja auch Neuland, so ein extremer Umbau mit Innenraum. Achsen, das kennen wir eigentlich. Aber Innenraum ist ja für uns so das erste Projekt in dieser Ausbaustufe nächstes Mal. Lasst gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke, dass ihr immer erinnert werdet, wenn was Neues kommt. Und bleibt gespannt, wie es hier mit dem Projekt Yaris weitergeht.